Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum monatlichen Matterhorn-Interview und diesmal wieder mit Matthew Piepenburg. Hallo Matthew, schön, dass Sie da sind in diesen spannenden Zeiten. Es gibt viel zu besprechen. Heute Digitalwährung versus Gold und natürlich die Bankenkrise. Ja, guten Tag, Jan, freue mich. Die Welt verändert sich sehr schnell und mit schwerwiegenden Folgen. Fangen wir mit der Bankenkrise an. Also es ging ja letzte Woche so richtig los, diese Silicon Valley Bank und dann griff das über auf mehrere kleine Banken, die dann plötzlich Ja. Bankruns hatten. Es gibt Videos, wo Leute anstehen und Geld abheben wollen. Ist das jetzt nicht eine Sache, die die großen Banken ja noch ein bisschen aufpäppelt? Denn viel Geld fließt jetzt zu den großen Banken, zu JP Morgan, Goldman, Citi etc. Aber wird das letztendlich nicht die kommende Krise noch schlimmer machen? Natürlich, alle Banken, groß und klein, sind gefährdet, aber die kleinen Banken sind am meisten verbundbar. Das Endspiel bilden weniger kleinere Banken, ein paar große Banken mit ultimativer Kontrolle und Zentralisieren durch eine Zentralbank. Aber zuerst, wir müssen das ganze Kontext erklären. Die Anleihenmarke ist die Sache, wie ich ein tausendmal gesagt habe, am Anleihenmarkt spielt die Musik. Und was wir gerade gesehen, war eine Anleihenkrankheit mit Bankenpleiten aus die Symptome. Das echte Problem Jan, liegt mit die Staatsanleihen. Und weil die US-Notenbank die Staatsanleihen kontrollieren, das heißt, dass der Schuh liegt schließlich bei dem Fed. Fast alle Schuldzuweisungen richten sich immer an die Zentralbanker. Und was wir in 2008 erlebt haben, war unterschiedlich als was wir heutzutage in 2023 sehen. Die Krise in 2008 handelt sich von schlechter faulen Krediten, zum Beispiel Junk-Hypotheken. Das ist Hypotheken, die Leute gar nicht leisten können. Aber heute die hauptsächliche Risiko liegt nicht mit faulen oder gefährlichen privaten Krediten. Die Risiko heutzutage liegt bei unseren Staatsanleihen, die sogenannte und angebliche risikofreien Rendite. Aber jetzt ist diese risikofreien Rendite zum renditenfreien Risiko geworden. Es ist eine Schande, eine unfassbare Schande. Und die amerikanischen Staatsanleihen, das heißt die US Treasury, sind wichtige Währungsreserven für alle Banken, groß und kleine. Und die Wert von dieser Anleihen ist zum Meeresgrund gesunken, weil die Anleihepreise sinken, als die Zinssätze steigen. Paul erhöht die Zinssätze so hoch und so schnell. Und normalerweise lieben Banken hohe Zinssätze für höhere Gewinne, aber nicht, wenn die Zinssätze so schnell und so hoch gehen. Und dies ist eine klassische Kategorie von Duration Risk auf Englisch oder Duration Risiken im Anleihensektor. Und die Wert von Staatsanleihen ist gefallen und das bedeutet, dass die Wert von Bankvermögen und Bankliquidität sind gleichzeitig gefallen. Und kurz gesagt und ohne Überraschung, alles ist der Direktfolge von unserer verrückten Geldpolitik. Steigende Zinsen werden funktionieren, bis etwas schief geht. Und jetzt geht etwas schief. Der aktuelle Marktwert, Mark-to-Market, der Bankvermögenswerte in der USA im Allgemeinen zeigt einen Verlust von 2 Billionen. Und in der kleinen Regionalbanken beträgt der Verlust 600 Milliarden. Und diese großen Banken haben mehr diversifizierte Darlehen und Vermögenswerte, aber die kleinen Banken, so wie Silicon Valley Bank, Silvergate, Signature Bank, First Republic und so weiter, sind nicht so stark, nicht so diversifizierte. Und daher, wenn die US Treasury oder Staatseinleihen so schnell und so tief gesunken haben, war die kleine Bank die höchste Risiko ausgesetzt. Und daher nun werden die Großbanken die guten Papiere von den kleinen Banken kaufen und die schlechten Papiere an die Bevölkerung weitergeben. Wir werden eine künftige, ja, langfristige und klassische Banken konsolidieren sehen in der Zukunft, meiner Meinung nach. Gestern kam es durch Janet Yellen zu einem Strohfeuer bei diesen kleinen Bankenaktien. Sie erholten Ja. sich wieder. JP Morgan will First Republic unter die Arme greifen und ja, vielleicht die Hoffnung stirbt zuletzt. Alles wird doch wieder gut, aber ich glaube es nicht. Wir haben sogar gehört, die FDIC will wohl die Haftungsgrenze für die Konten erhöhen. Wovon ist eine andere Frage, denn die Summen spotten jeder Beschreibung. Aber wird das als Beruhigung reichen jetzt? Also ich glaube es nicht. Sie haben recht, du hast recht. Diese Maßnahmen sind typisch und erwartbar, aber gleichzeitig verzweifelt. Basierend auf die Zahlen, die ich schon es ist meine Meinung, dass die Fed-Maßnahmen und die Erhöhung der
Einlagensicherung werden nicht genug sein. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Das, was wir jetzt sehen, ist ein großer Vertrauensverlust, gleichzeitig mit gefährlicher mathematischer Wirklichkeit. Es ist ja schwer, Vertrauen zu messen. Ganz viel wird abhängen von die Fähigkeiten, diese Angst zu kontrollieren. Wir müssen warten, Jan, und sehen, aber ich glaube, dass Leute nicht so naiv dieses Mal sind. Kommen wir zum Elefanten im Porzellanladen. In unserer unmittelbaren Nähe, Credit Suisse, die hat ja nun die letzten Tage, seit letzter Woche, die Nachrichten bestimmt. Eine Bank, ich glaube 1856 gegründet, für irgendwelche Infrastrukturprojekte in der Schweiz, aber irgendwann ist auch die längste Zeit vorbei. Und dann muss es schnell gehen über das Wochenende, man konnte es kaum glauben. Man erwartete hier wohl eine Bankenpanik am Montag, sodass der Deal unbedingt mit UBS noch fertig gemacht werden musste. Für die Credit Suisse Aktionäre Saudi-Arabien darunter natürlich ein verheerender Deal, wo fast nichts mehr übrig bleibt, zu, ich glaube, 76 Rappen pro Ja. Aktie oder 22,48 Credit Suisse Aktien für UBS. Also das war doch ein Panikdeal. Dazu musste die Regierung noch Garantien geben und die Schweizer Nationalbank hohe Liquiditätshilfen, vermutlich wie in den USA ebenfalls mit Geldern gegen Netto-Nominalwerte, obwohl sie längst weiter tiefer liegen. Also das war doch eine richtige Panikreaktion, oder? Ja, Geschichte wiederholt sich. So wie die amerikanischen Banken von 2008. Credit Suisse ist dargestellt als too big to fail, systemrelevant. Aber vielleicht die richtige Frage ist etwas mehr ehrlich. Das heißt, ist Credit Suisse zu teuer, um zu retten, or too expensive to save? Diese Bailout oder Rettung handelt sich von einer abstoßenden Summe. Leider, wir sprechen von Milliarden heutzutage und diese große Summe bedeutet nichts mehr. Weil am Ende das Geld und die Lösung ist immer Mausklickgeld. Und das bedeutet eine unvermeidliche Abwertung, die Währung, über die wir seit Jahren gewarnt haben. Es ist immer wieder das Gleiche, meiner Meinung nach, mit Credit Suisse. Kommen wir von den Milliardensummen mal zu größeren Summen. Ich habe hier noch einige aufgetan aus dem amerikanischen Bereich und die verschlagen einem wirklich die Sprache. Und zwar lesen wir hier über das Derivate-Exposure der amerikanischen Großbanken. Und das ist ja noch eine ganz andere Kategorie als das, was wir eben gehört haben. Wenn dieses Luftschloss in die Luft fliegt, ich denke, dann wird auch Mausklickgeld nicht mehr reichen. Hier steht Folgendes. Per dritten Quartal 2022, das sind die letzten Zahlen, die verfügbar sind, hatten die 4 amerikanischen Megabanken 88,6% des gesamten nominalen Derivatevolumens im US-Bankensystem. Davon hat JP Morgan 54,3 Billionen, Goldman Sachs 50,97 Billionen, Citigroup 46 Billionen, Bank of America 21,6 Millionen. Das gesamte Volumen war 195 Billionen Dollar. Also, wenn hier was schief geht und irgendwann greift Murphys Gesetz, dann ist doch wirklich alles zu spät, oder? Ja, unvorstellbar, wirklich. Schon Unvorstellbar. wieder, unvorstellbar, unfassbar. Schon wieder, Igan und ich haben unzählige Artikel geschrieben über die unglaubliche Gefährlichkeiten von dieser toxischen Derivatetenmarkt. Die Einzelheiten, die du gerade gegeben hast, sind nicht Neues unter der Sonne, leider. Wir müssen uns alle fragen, was wird passieren, wenn die Derivatetenmarkt zusammenbricht? Als immer mehr Banken pleite gehen, der Risiko von einer todliches Unfall im Derivatetenmärkten steigt weiter. Und das ist der Grund, warum Banken so wie Credit Suisse too big to fail sind. Aber solche Ausrede, solche künstliche Banken zu retten, ist wie ein Betrug. Wir haben alle die Nase voll mit dieser typischen, arrogante und ehrliche und jetzt ewige Narrativ. Aber leider die Banken und die Entscheidungsträger haben mehr Macht als wir. Und sie haben nicht nur die Fähigkeiten, Geld aus der Luft zu schaffen. Sie haben ein erstaunliches Talent zu spinnen. Das heißt, das Narrativ zu kontrollieren, das Geld zu drücken. Diese beiden Fähigkeiten, Jan, sind mächtig, leider, sehr mächtig. Ja, und der Betrug funktioniert ja schon viele Jahrzehnte oder sogar noch länger. Aber Genau. irgendwann, wie wir bei Credit Suisse gesehen haben, ist auch die längste Zeit mal vorbei. Und die Banken haben ja noch andere Probleme. Es ist ja nicht nur der steigende Zinssatz, die Rezession droht. Dann haben wir natürlich die geopolitischen Risiken. Also es kommt jetzt vieles zusammen, möglicherweise oder sehr wahrscheinlich fallende Aktienmärkte, die die Banken in Bedrängnis bringen werden. Und dann wird natürlich die bequeme Lösung gesucht werden oder uns präsentiert, die Zentralbanken-Digitalwährung. Oder, wenn sich die Kräfte der Freiheit durchsetzen, eine gedeckte Währung mit Rohstoffen, Gold, wie auch immer gedeckt,
Ich denke, zwischen diesen beiden Polen wird sich der Kampf abspielen, oder? Was meinen Sie? Ja, alle die großen Makrothemen und Risiken, von denen wir schon gesprochen, zum Beispiel Verschuldungskrise, Anleihekrise, Währungskrise, Geldpolitik, Märkten und die Dollarisierung sind miteinander verbunden. Ja, und es gibt keine einfache, gute, sauberhafte Szenarien oder Lösungen, meiner Meinung nach. Und wie ich schon jetzt gesagt, fast alle Schuldzuweisungen richten sich immer an die Zentralbanken, die niemals Verantwortung übernehmen oder mit Ehrlichkeit und Offenheit sprechen. Aber dieser Mangel von Glaubwürdigkeit ist der Hauptgrund von einer bipolaren Weltwirtschaft und der Aufstieg der BRIC-Staaten und das langsame Ende der Hegemonie der US-Dollar. Im Laufe der Geschichte, jede Schuldenkrise endet mit einer Marktkrise, einer Währungskrise und einer Sozialkrise, in der mehr zentralisierte Kontrolle von dem extrem politischen Linken oder Rechten ausgeht. Und das ist leider ohne Ausnahme. Und in meiner Meinung nach, Central Bank Digital Currency ist naja ein typisches und unvermeidliches Beispiel von dieser historischen und traurigen Entwicklung. Sie werden präsentiert als die Lösung für das aktuelle Fiasko, wobei Ja. natürlich die Zentralbanken das Fiasko herbeiführen durch ihr Fiat-Geld. Das wissen wir Mhm. hinlänglich. Ich habe hier noch einen Artikel, daraus möchte ich mal was zitieren von Zero Hedge. Die CBDCs werden nur von den Zentralbanken ausgegeben. Alle CBDCs sind Basisgeld. Sie werden das traditionelle geteilte Geldsystem beenden, wobei die Befürworter der CBDCs gerne so tun, als ob dies nicht der Fall wäre und behaupten, dass das zweistufige Bankensystem fortbestehen wird, also Zentralbanken und Privatbanken. Letztendlich läuft es ja darauf hinaus, dass die staatlichen Zentralbanken die Währung komplett kontrollieren und die Privatbanken quasi wegfallen mit Mhm. Zentralbanken, Digitalwährung. Mit CBDCs werden die Geschäftsbanken potenziell aus dem Betrug, der Geldschöpfung aus dem Nichts herausgenommen. Und die Seigniorage, also der Gewinn der Geldschöpfung, bleibt dann komplett beim Staat, der aber mit dem Fiat-Geld das Fiasko, wir hatten es gerade, herbeigeführt hat. Ich denke, das ist ein ganz schlechter Deal für jeden Bürger, der selber denken kann, oder? Ja, natürlich. Ja, Herr Davis leider hat recht. Natürlich, die digitale Währung der Zentralbank ist das Endspiel, aber es wird keine Lösung sein. Und im Namen der Zahlungseffizienz wird die amerikanische Zentralbank zum Beispiel diesem Sommer das FedNow-Programm einleiten. Das fängt jetzt an. Und was werden wir in der Zwischenzeit sehen? Es ist mehr Ausreden und mehr geheime und unehrliche Mathematik, um die echte Inflation, Arbeitslosigkeit und die Rezession-Realität zu verstecken. Die Entscheidungsträger werden Putin, Lieferkettenprobleme und Covid die Schuld für alle unsere wirtschaftlichen und Verschuldungsprobleme geben, natürlich. Aber wirklich, die Realität ist wirklich so einfach. Wir haben heutzutage eine Inflationskrise, weil die breite Geldmenge um 14 Billionen gestiegen ist. Und wir haben eine Anleihenkrise, weil unsere Schuldenstände höher sind als zu jedem anderen Zeitpunkt in der Geschichte. Und wir haben heutzutage eine Bankenkrise, weil arrogante Zentralbanken die Zinssätze in einem Schuldenballon aufstiegen ließen. Und jetzt können sie natürlich die Central Bank Digital Currency als Lösung einführen in der künstlichen Name einer stabilen Zahlungssystem. Aber es ist immer wieder das Gleiche. Es ist eine Illusion, ein Märchen, meiner Meinung nach. Ganz sinnig. Sicherlich, aber diese Feldversuche laufen schon und sie werden erstaunlicherweise in Ländern fernab vom finanziellen Zentrum Europa und Nordamerika, zum Beispiel in Afrika, gemacht. Und da gibt es Widerstand, zum Glück bis jetzt erfolgreichen Widerstand. Hier der Artikel: Nigerianer lehnen ihre Zentralbanken-Digitalwährung ab. Und zwar steht hier: In Nigeria sind Bürger auf die Straße gegangen, um gegen die Bargeldknappheit im Land zu protestieren und sich gegen die Einführung einer digitalen Zentralbankenwährung durch die Regierung zu wehren. Die Bargeldknappheit ist auf Bargeldbeschränkungen zurückzuführen, mit denen das Land zu einer 100% bargeldlosen Wirtschaft geführt werden soll. Doch anstatt die CBDC einzuführen, fordern nigerianische Demonstranten die Wiedereinführung von Papiergeld. Es sieht hier so aus, der Kampf ist noch nicht verloren und auch in den USA gibt es deutliche Gegenstimmen gegen eine Zentralbanken-Digitalwährung. Ein weiterer Artikel, den finden Sie in der Box unten. Ich habe hier einen Artikel von einem Abgeordneten aus Michigan, der sich gegen Zentralbanken-Digitalwährung ausspricht. Also die Bürger werden sensibilisiert dafür, was das wirklich bedeutet. Und ja, es gibt zum Glück auch Gegenwind.
Ja, und ich stamme aus Michigan, ich bin stolz davor. Die Bevölkerung wird wachsamer, natürlich ja, aber es gibt immer eine Gefährlichkeit, wenn ein globales Finanzsystem zusammenbricht. Und die Entscheidungsträger haben keine Glaubwürdigkeit, und das ist ja klar. Aber wir müssen auch fragen, aber die ganze Menge, die breite Masse und ihre Wut sind auch keine angenehme oder ordentliche Lösung. Daher ja, der Kampf ist noch nicht entscheidend und es wird nicht vielleicht zu ordentlich sein, was in der Zukunft liegt. Aber natürlich ist es wunderbar zu sehen, dass die Leute und die ganze Menge wird immer mehr wachsamer sein. Und das ist hauptwichtiger Rückenwind für uns, aber gleichzeitig ein gefährlicher Zustand in den nächsten 3 oder 4 Jahren natürlich. Ja, wir sehen ja auch zum Beispiel in Frankreich, was auch immer der Grund sein mag, aber es kommt jetzt zu Unruhen und das Finanzsystem, wenn es einmal bis zum gewissen Grade erodiert ist, deckt eben auch andere Missstände mit auf, die dann plötzlich ausbrechen. Wir müssen aber noch über das Gold sprechen, Matt, denn heute ist FED-Sitzung und ja, wie Ja. erwartet, das Tightening, also die quantitative Straffung, scheint dem Ende entgegenzugehen, was natürlich für Gold gut ist. Wir kennen die Grafik. Wahnsinniger Anstieg seit dem Jahr 2003 oder seit 2002. Dann immer mal unterbrochen von diesen Perioden, wo es etwas weniger wurde. Und Mhm. hier ist das letzte Tightening, die brutale Straffung. Und hier hinten am Ende der Haken nach oben. 300 Milliarden wurde die Fettbilanz schon wieder ausgeweitet Mhm. innerhalb weniger Tage und machte damit das zunichte, was vorher in einem halben Jahr gestrafft wurde. Also ich denke, der Weg nach oben ist wieder eingeschlagen, oder? Ja, und das ist vielleicht ein gutes Argument für Gold. Wie erwartet und tausendmal erklärt, Gold liebt Chaos, Währungsabwertung, Inflation von verrückter Geldpolitik und mehr Mausklick-Geld und vermeintlicher Mausklick-Geld. Die globale Zentralbanken in allgemein und die US-Notenbank im Besonderen werden gleich gezwungen sein, mehr wertlose Fiat-Geld auszudrücken. Das ist meine persönliche Meinung. Und wenn die Krise immer größer wird, die Entscheidungsträger können auch die Ausrede ausnutzen, eine große Reset anzufangen. Und diese Reset und Central Bank Digital Währung oder Currency werden keine Glaubwürdigkeit haben, ohne irgendwas für eine wichtige Rolle des Goldes. Das finde ich unvermeidlich auch. Niemand wird eine digitale Währung akzeptieren, die nicht Gold gestützt ist. Die ehemalige Lügenillusion von Fiat-Geld wird bald vorbei sein, Jan, meine Meinung. Ich hoffe es. Es liegt aber auch an jedem Bürger, dafür einzutreten und auch für den Erhalt des Bargeldes, jetzt Mhm. letztendlich noch Fiat-Geldes und dann möglicherweise des gedeckten Geldes einzutreten und Ja, nicht alles mitzumachen und zu glauben, was einem von oben präsentiert wird, was leider zu genau, viele Leute tun. Matt, noch genau. eine ganz aktuelle Frage. Heute ist die FED-Sitzung. Mhm. Paul hat ja nun einige Male angehoben und ja, also mit dieser Bankenkrise sinkt doch jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass er in dem Tempo weitermacht. Vielleicht noch 0,25 mehr und dann wieder Zinssenkungen. Was meinen Sie, was heute passiert? Es würde wahnsinnig sein, die Zinssätze weiter zu erhöhen inmitten einer Bankkrise. Aber die Experten sind fähig, wahnsinnig zu sein. Also nichts mehr als 25 Basispunkte ist möglich, aber Null ist auch möglich. Wir müssen warten, aber sogar Goldman Sachs denken das Gleiche. Es ist schwer zu vorstellen. Es könnte niemals 50 Basispunkte sein, meiner Meinung nach. Vielleicht 25 und vielleicht Null, aber es wird besser, nichts zu tun, aber Paul ist schwer zu verstehen. Er ist ein psychologischer, er hat seine Eitelkeit, seine Legacy zu denken, aber es ist möglich, 25 Punkte heute ist möglich, aber wir müssen nur warten. Aber sogar, so ich habe es schon erklärt, sogar Goldman Sachs glaubt, dass es könnte vielleicht null sein heute, aber wir werden ganz schnell sehen. Ja, warten wir Wahnsinn, es ab. Wahnsinn. Paul Ja, ist ja ein Meister der Psychologie. Er wird dann versuchen, wenn er wenig oder gar nicht anhebt, das ja, Gold wieder mit irgendwelchen Floskeln runterzureden. In einem halben Jahr straffe ich dann wieder, wenn sich die ja, Bankenkrise komplett beruhigt hat. Das ja. wäre unser Programm für heute gewesen, Matt. Noch ein Schlusswort. Also ich denke, die Korrektur jetzt, die wir seit gestern gesehen haben im Gold und Silber, die sollte man Mhm. nutzen und auf keinen Fall eine Unze Ja, rausgeben. ja, Also das hier ist auf Sand gebaut. Wir sind im Fiat-Endspiel. ja, Und ja, dieser Zug, entweder man fährt drin, ist fest angeschnallt, oder man wird ja. rausgeschleudert beim Gold.
Ja, so schon erklärt, ich sehe eine Vermischung von mir, leider zentralisierte Control und auch Central Bank Digital Currency zum Beispiel, aber es wäre ein super Rückenwind für Gold am Ende sein. Aber gleichzeitig ich kann auch kein Szenario in der Zukunft vorstellen, in dem Gold nicht eine sehr wichtige Rolle spielt. Der Glaube an Fiat-Geld in allgemein und sauberhaftiger digitales Geld ist vorbei und die Leute fangen an aufzuwachen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns zusammen die Wirklichkeit akzeptieren und informiert sein und vorbereitet sein. Das ist meine Schlüsselwert. Danke, Ja, Matthew Pippenborg, Kommerzdirektor von Matterhorn Asset Management. Danke, Matt, und eine gute Restwoche in Frankreich. Bis zum sehr nächsten Mal vielen und Dank. seien wir gespannt, was heute mit der Fed passiert und an den Märkten Ja, natürlich. okay, bis nächstes Mal, Jan. Danke, Super. tschüss.